Liebe Freundinnen und Freunde der medizinischen Sektion, wir laden euch herzlich zur diesjährigen Jahreskonferenz ein. Vom 9. bis 14. September treffen wir uns in Dornach zum 100-jährigen Bestehen unseres Grundlagenwerks, des Grundlegenden für eine Erweiterung der Heilkunst von Ita Wegmann und Rudolf Steiner. Heilkräfte sind Zukunftskräfte. Rudolf Steiner und Ita Wegmann haben dieses Werk zusammen verfasst und uns damit eigentlich eine Basis für unsere neue Medizin, für eine Medizin der Zukunft geschenkt. Und diese Jahreskonferenz wollen wir uns damit beschäftigen, dieses Buch nochmal in den Mittelpunkt zu stellen und die Schätze, die darin liegen. Die Doppelnatur des Ätherleibes wurde uns mitgegeben, sei von allergrößter Bedeutung zu erfassen. Was macht das aus? Dass das die gleichen Kräfte sind, die unsere Wachstumskräfte sind und unsere Denk- und Wahrnehmungskräfte. Wie hängt das zusammen? Und welche Wirkung haben sie in jedem Heilprozess? Das Buch Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst ist im Grunde genommen eine spirituelle Substanzkunde. Die Stoffe bleiben nicht das, was sie sind, wenn sie in unseren Organismus eintreten, sondern sie verwandeln sich bis auf eine geistige Stufe. Diese Frage nach dem Wesen der Substanzen führt uns zum Beispiel auch zu dem intimen Verhältnis, was die Eiweißsubstanzen in unserem Organismus zu unserem Ätherleib haben. An important part of working with fundamentals of therapy is enlivened thinking. And this is described in the book Fundamentals of Therapy, but it's also part of the process of working with the chapters. These are not normal amounts of information in terms of just content. We really have to work with the material in an enlivened way. It asks us to use our imagination, to use our thinking in more flexible ways. And this is a process which is quite different than the flood of information that we receive on a daily basis. This is really asking us to move creatively. And this process is also part of the healing activity we engage with. We're actually going to try to explore this through many different perspectives, many different therapies, and really see how this enlivening of thought, enlivening of process stands at the core of our healing work. Vor 100 Jahren fand auch der erste Schwesternkurs an der Klinik Arlesheim statt. Man kann sagen, das war ein bisschen die Begründung unserer anthroposophischen Krankenpflege. Und wir werden 2 inspirierende Beiträge hören, die vom Mysterienhintergrund der anthroposophischen Pflege bis in die Zukunftsperspektiven und den Beitrag, den sie zur heutigen modernen Medizin leistet, reichen. Ich freue mich sehr, mit euch allen aus der ganzen Welt an diesem Thema zu arbeiten. It should be quite a journey and a celebration at the same time. Wir freuen uns, euch am besten vor Ort, aber auch per Livestream hier bei uns in Dornach zu begrüßen und euch zu begegnen.